Wie ihr seht, heute ist mal richtig schönes Cabrio-Wetter und deswegen möchten wir euch in diesem Video gerne mal zeigen, was es denn für konkrete Unterschiede zwischen dem Mazda MX-5 2023 und dem neuen Modelljahr 2024 gibt. Wir hatten euch vor einigen Monaten auch schon vorgestellt, was alles für Neuerungen bei dem MX-5 vorhanden sind. Allerdings war das noch sehr theoretisch, eine normale Präsentation, und heute kann ich sie euch mal live nebeneinander zeigen. So kann man die Unterschiede tatsächlich auch etwas besser darstellen. Am besten, wir fangen gleich auch mal hier von außen an, denn da kann man tatsächlich von vorne schon die ersten Unterschiede feststellen. Ich habe bei beiden Fahrzeugen jetzt mal das Licht aktiviert und man sieht schon, beim neuen Fahrzeug haben wir hier eine etwas modernere Ansicht. Der Scheinwerfer schaut ein bisschen aggressiver und sportlicher aus. Grundsätzlich von dem normalen Abblendlicht hat sich nichts verändert, allerdings hier sieht man, dass das Tagfahrlicht hier in so eine Art Katzenaugen-Elemente reingekommen ist. Hier ist es so, dass man das Tagfahrlicht aktiviert beim Losfahren und es wird dann hier unten leuchten. Hier sind diese Elemente verschwunden und durch eine Art Lüftungsgitter ersetzt worden. Man sieht auch hier relativ deutlich diesen Reflektor noch mit dem gelben Blinker, das ist eine normale Glühbirne. Das Ganze ist jetzt hier durch LED-Technik ersetzt worden. Schaut natürlich hier ja nicht ganz so modern aus wie hier. Also ich finde gerade von vorne wirklich eine sehr, sehr schöne optische Veränderung. Wirkt das Auto einfach noch mal ein bisschen frischer. Von hinten gibt es tatsächlich auch noch ein bisschen was zu entdecken. Ich hätte gedacht, da schauen wir gleich mal hin. Ihr seht jetzt hier nun mal beide Fahrzeuge im Vergleich mit allen Funktionen, die man so im Stand aktivieren kann. Das heißt, Abblendlicht ist an, Warnblinkerlage ist an, Rückfahrlicht ist an und Nebelschussleuchte. Und man sieht, glaube ich, schon relativ deutlich hier im Vergleich altes und neues Modell, dass sich beim Blinker hier doch einiges verändert hat. Hier schaut es richtig stylisch aus, so eine Art Leuchtstreifen über die komplette Fläche, während es hier eben noch eine ganz normale Glühbirne ist, die durch den Reflektor ein bisschen verstreut wird. Dann hat sich hier natürlich auch bei der Optik was geändert. Es wirkt wesentlich dreidimensionaler, moderner, gefällt mir wirklich sehr gut, was Mazda hier designt hat. Großer Unterschied auch nochmal bei dem Rückscheinwerfer. Hier haben wir das Ganze unten integriert mit einer ganz normalen Glühbirne, eher so ein bisschen gelblich leuchtend. Hier sehr schön auf beiden Seiten identisch, also synchron mit einem sehr, sehr schönen hellen Ton. Also ich finde, das gefällt mir auch sehr gut. Was man auch noch sehen kann, ist, dass unten die Nebelschussleuchte hier auch noch mit einer normalen Birne ausgeführt ist. Hier sind es dann tatsächlich LEDs, die leuchten, und auch diese Elemente grundsätzlich unterhalb ein bisschen dunkler getönt sind, während sie hier eher so ein bisschen weiß abgesetzt waren. Was mir zusätzlich noch auffällt, ist die Einparkhilfe. Da gibt es einen kleinen Unterschied bei den Positionen. Man sieht hier schon, beim älteren Modell ist das etwas weiter seitlich, während man hier sie ein bisschen mehr in die Mitte gesetzt hat. Außerdem sind die Sensoren jetzt ein wenig vertieft. Hier sind sie eher aufgesetzt. Das heißt, das hier schaut auch noch mal ein bisschen moderner und schöner aus. Und diese Sensoren stammen auch tatsächlich aus den neueren Modellen. Was damit auch noch mal zusammenhängt, ihr allerdings jetzt nicht sehen könnt, ist das Thema Ausparkhilfe. Ausparkhilfe wäre so eine typische Situation, wenn ihr jetzt hier mit diesem Fahrzeug rückwärts rausfahren würdet. Stellt euch vor, dieser MX-5 hier wäre ein großer Sprinter, das heißt, ihr habt relativ schlechten Überblick und müsst euch dann eben so langsam raustasten, und die Ausparkhilfe, die bei beiden vorhanden ist, warnt euch praktisch vor Querverkehr. Also wenn jetzt hier auf unserem Platz jemand von der Seite kommen würde, zum Beispiel eben Radfahrer oder zum Beispiel auch ein Auto. Diese Funktion gab es bisher auch schon bei diesem Modell, allerdings hat man hier noch eine Notbremsassistenzfunktion hinzugefügt. Das heißt, wenn ihr diese Warnung überhört oder ignoriert, dann wäre es eben so, dass das Auto tatsächlich noch, bevor es zu einem Unfall kommt, eine Notbremsung einleitet. Das ist eine neue Funktion, die jetzt hier bei diesem Modell vorhanden ist. Des Weiteren gibt es auch noch eine Neuerung bei der Rückfahrkamera. Die schaut zwar optisch jetzt mal gleich integriert aus, wenn man sich allerdings das Bild im Display anschaut, sieht man zum einen, dass der Winkel noch mal deutlich breiter ist. Wir haben mehr Fläche, die wir sehen können, und auch die Auflösung wird dann noch mal deutlich verbessert, und das schauen wir uns gleich auch noch mal im Vergleich an. Hier seht ihr jetzt mal das Bild von der neuen Kamera, und wie ich gerade schon sagte, man merkt, der Winkel ist deutlich größer, die Auflösung viel, viel schärfer. Man kann hier sogar ein bisschen die Beschriftung von unserem Banner noch lesen. Das war vorher absolut nicht möglich. Und auch, was mir auffällt, die Helligkeit von diesem Display ist insgesamt deutlich heller als bei dem bisherigen System, was natürlich gerade beim Cabrio bei einfallender Sonne sehr, sehr praktisch ist. Sehr schön ist auch gemacht, dass hier diese Ränder, die man zwar noch sehen kann, das ist kein Rand, das ist eigentlich eure Stoßstange, weil wir so einen großen Winkel haben, ist jetzt hier deutlich weniger sichtbar als bei dem alten Modell. Da hatten wir wirklich so eine Art Fischaugenobjektiv. Das finde ich wirklich auch gut gelöst, und grundsätzlich liegt das natürlich auch am neuen Display. Hier 8,8 Zoll nun in der Breite, ein sehr breites Display. Das andere war ja eher so ein bisschen rechteckig, und das hat natürlich insgesamt auch eine höhere Auflösung und kann dann hier aus dieser Kamera natürlich auch das Maximale rausholen. Hier seht ihr auch nochmal die Linien, die sehr praktisch sind. Die rote Linie sind so ungefähr 30-40 cm Abstand. Die Piepser kommen dann natürlich dazu, werden hier nochmal optisch hinter diesem Auto dargestellt. Dann haben wir die erste gelbe Linie, das ist 1 Meter circa, und die zweite gelbe Linie sind so circa 2 Meter, dass ihr da so einen Anhaltspunkt schon mal besitzt.
Im Zuge des Umstellung von diesem Navigationssystem haben wir natürlich nicht nur ein neues Display drin, sondern natürlich auch einen deutlich schnelleren Rechner, der hier arbeitet. Das merkt man sofort im Menü, dass das wirklich sehr schnell von der Hand geht. Und dann merkt man auch, dass das ältere Modell so ein bisschen in die Jahre gekommen war. Insgesamt ist natürlich auch die Darstellung im Menü deutlich schärfer wie vorher, weil wir hier einfach ein besseres Display im Fahrzeug haben. Zusätzlich hinzugekommen in diesem Zuge ist auch ein neuer Anbieter vom Navigationssystem. Neu für euch ist sozusagen nun auch ein Update oder eine Update-Garantie insgesamt von 7 Jahren, also kostenlose Updates für 7 Jahre. Bisher waren das 3 Jahre und das ist natürlich schon mal eine deutliche Steigerung gegenüber dem bisherigen Modell. Neu hinzugekommen sind auch USB-C-Anschlüsse. Bisher waren das ja immer die alten USB-A-Anschlüsse. Die haben eine etwas höhere Ladeleistung und sind natürlich einfach moderner und passen eher zu den aktuellen Smartphones. Außerdem sind die jetzt nachts noch beleuchtet, was natürlich sehr schick ist, dass man dann auch schnell diesen Stecker mal so ein bisschen da reinstecken kann. Der ist ja eh schon relativ klein. Das war so ein kleines Manko bei dem bisherigen Modell. Die hat man nachts nicht so richtig erkennen können. Allerdings braucht ihr diese Stecker gar nicht mehr so unbedingt, denn Mazda hat diesem Modell nun auch endlich Android Auto und Apple CarPlay Wireless spendiert. Bisher war das Ganze nur bei Apple möglich. Und das Schöne ist, dass dann ihr eben hier, wenn ihr euer Handy ins Auto einsteigt, sofort das erkannt wird, mit dem Auto verbunden. Das habe ich jetzt schon mal für euch hier vorbereitet. Schaut dann wie folgt aus. Und das Ganze ist dann auch mit Touch-Funktion, was ich sehr schön finde. Und so könnt ihr jetzt hier einfach beim Fahren schnell eure Lieblings-Apps aussuchen und dann euer Zeug eingeben. Das geht meistens ein bisschen schneller sogar als mit Sprachbedienung. Könnt ihr natürlich trotzdem weiterhin auch euren Sprachassistenten bedienen. Aber wirklich eine tolle Sache. Ja, ansonsten, was gibt es noch Neues zu entdecken? Mazda hat hier auch einen neuen Innenspiegel spendiert. Ab der Exclusive Line haben wir einen rahmenlosen Innenspiegel. Bisher war der Rahmen doch relativ dick. Schaut einfach ein bisschen edler aus. Die Funktion ist natürlich die gleiche. Das heißt, wenn ihr hingeblendet werdet, tönt sich dieser Spiegel ab, sodass ihr eben besser nachts noch sehen könnt und einfach die Augen nicht so stark gestört werden. Einige Veränderungen gab es auch beim Tacho. Da konnten wir in der ersten Präsentation jetzt nicht so die großen Unterschiede feststellen. Jetzt hier live am Fahrzeug merkt man doch schon, dass Mazda hier einiges an Feintuning gemacht hatte. Gerade in der Mitte ist diese typische dreidimensionale Optik nun verschwunden. Das Ganze schaut nun ein bisschen edler aus, eher so ein bisschen schwarz gehalten. Links das Display selber ist von der Menüstruktur noch mal ein bisschen überarbeitet worden, schaut auch noch mal ein bisschen schärfer und moderner aus. Finde ich sehr gelungen, ohne jetzt zu viel zu verändern. Also macht wirklich Laune, hier auch mit dem neuen Fahrzeug zu fahren. Wir haben ja typisch Mazda MX-5 auch keinen zentralen Tacho, sondern einen zentralen Drehzahlmesser, weil hier natürlich der Fokus auch ein wenig auf der Beschleunigung, auf dem Motor liegt. Und den hätte ich gesagt, schauen wir uns jetzt gleich mal an, was sich denn da verändert hat. Hier habt ihr jetzt mal einen sehr schönen Überblick über den Motorraum von diesem Fahrzeug. Es ist ein 2-Liter-Motor, 184 PS und grundsätzlich hat sich von den Motoren auch nichts verändert, sind immer längs eingebaut. Das heißt, wir haben grundsätzlich immer Heckantrieb. Es gibt auch noch eine zweite Motorisierung, 1,5 Liter mit 132 PS, während der 1,5 Liter von 0 auf 100 in ungefähr 8,3 Sekunden beschleunigt. Als Softtop braucht dieses Fahrzeug mit 184 PS ungefähr 6,5 Sekunden. Entscheidet ihr euch für den Targa, also das elektrische Verdeck, müsst ihr immer so ca. 0,3 Sekunden addieren. Der 1,5 Liter läuft so circa knapp über 200 km/h Spitze und hier beim 184er sind es dann ziemlich genaue 220 km/h. Wobei ehrlich gesagt fährt man so ein Auto ja eher ein bisschen gemütlicher offen. Man will es ja auch ein bisschen den Weg zum Urlaub oder die Strecke genießen und nicht einfach nur durchhetzen. Ansonsten gibt es hier vorne rein optisch gesehen für euch kaum Unterschiede zu entdecken. Das Einzige, was mir jetzt hier persönlich auffällt, ist zum einen mal hier dieses sogenannte Sound Enhancer, also ein System, das Mazda entwickelt hat, um euch innen drin einen besseren Klang vom Fahrzeug zu vermitteln, ohne die Geräuschemissionen zu erhöhen, also dass sozusagen die Passanten davon nichts mitbekommen, aber ihr innen drin eben sportlicheres Fahrgefühl besitzt. Hier hat Mazda die Komponenten nochmal verändert und optimiert. Ich hatte jetzt hier tatsächlich im Stand nicht den ganz großen Unterschied festgestellt. Es war eher wirklich ein Feintuning. Ich habe das Gefühl, dass das Ansauggeräusch ein wenig präsenter ist. Das liegt auch daran, dass man jetzt hier im Luftfilterkasten eine Öffnung hinterlegt hat, die sozusagen nochmal ein bisschen kernigeres Ansauggeräusch erzeugen soll. Und grundsätzlich hier auch nochmal so eine Art Filtermembran drin ist, die sich optisch ein wenig verändert hat. Ich vermute, dass man hier eben da die Frequenzen angepasst hat. Was ihr nicht sehen könnt, die Scheinwerfer sind auch nicht nur hier vom Tagfahrlicht und vom Design geändert worden, sondern auch das Matrixlicht, was jetzt hier ab der Exclusive Line Ausstattung vorhanden ist, hat ein Upgrade bekommen. 2 neue Funktionen sind hinzugekommen. Zum einen mal eine sogenannte Fußgängermarkierungsfunktion. Sollte ich jetzt zum Beispiel hier irgendwie
auf die Straße laufen mitten in der Nacht, dann würde ich von dem Abblendlicht hier durch die einzelnen Segmente markiert werden, also richtig aufgeblendet werden, sodass der Fahrer mich besser erkennen kann, wenn ich irgendwo aus dem Schatten rauskomme oder dunkel angezogen bin. Wenn derjenige schon mit Fernlicht fährt, wird an diese Stelle, an der ich mich befinde, blinken, was wirklich auch eine tolle Funktion ist, um eben den Fokus auf diese Person zu leiten. Und eine zweite Funktion ist noch hinzugenommen, das ist die sogenannte Verkehrszeichen-Abblendfunktion. Das bedeutet, wenn ihr also mit Matrixlicht fahrt, fahrt ihr ja sozusagen immer mit Fernlicht. Es werden nur die PKWs ausgeschnitten. Das sorgte dann bei den älteren Modellen ab und zu dafür, dass die Verkehrszeichen durch dieses extrem helle Licht so stark geleuchtet oder reflektiert haben, dass es schon fast ein wenig blendete. Und jetzt erkennt das Auto eben diese Verkehrszeichen und macht genau diese Stelle an dem Verkehrszeichen ein wenig dunkler, sodass es nachts für euch angenehmer ist. Weitere technische Veränderungen befinden sich hauptsächlich jetzt hier noch im Antriebsstrang und in der Lenkung. Zum einen hat Mazda hier die Servolenkung nochmal überarbeitet. Das heißt, hier wurden die inneren Reibungswiderstände reduziert, sodass das Fahrverhalten ein bisschen leichter und leichtfüßiger ist, angenehmer. Und zusätzlich wurde der Motor auch nochmal neu positioniert, dass euch einfach hier ein besseres Fahrgefühl vermittelt werden soll und außerdem auch die Lenkkraft ein wenig erhöht. Das ist aber eher speziell für die Kunden gedacht, die beispielsweise jetzt hier eben sehr, sehr haftende Reifen, wie zum Beispiel Slicks oder Semislicks verwenden. Da musste man eben früher relativ viel Lenkkraft aufwenden. Eine weitere sehr große Modifikation gibt es beim Differential. Der 2-Liter-Motor mit 184 PS verfügt grundsätzlich über ein Sperrdifferential. Das gab es früher auch schon. Das hat man jetzt weiterentwickelt. Man nennt das Ganze nun asynchrones Sperrdifferential. Das ist ein relativ komplexes Teil und im letzten Video haben wir euch das auch schon sehr, sehr ausführlich erklärt. Ich verlinke euch das mal da oben. Rutscht da gerne auch mal zu diesem Bereich, wo ich euch das erkläre. Das wird jetzt hier einfach in diesem Video zu weit führen. Wir werden es nachher natürlich auch mal ausprobieren, ob wir da irgendwas feststellen können. In Anbetracht des Differentials gibt es auch noch eine nette technische Veränderung, ein sogenannter Track Mode oder würde man vielleicht auch Drift Mode nennen fast schon. Das heißt, wenn man diese Taste drückt, die befindet sich hier links am Armaturenbrett, dann wird das ESP dieses Fahrzeuges, was bei uns eigentlich DSC heißt, weil ESP geschützt ist, wird er ein wenig, wie soll ich sagen, weniger konservativ reagieren. Das heißt, es lässt tatsächlich ein leichtes Übersteuern des Hecks zu und grundsätzlich auch ein Untersteuern, also ein Schieben der Vorderachse, wo normalerweise eben das ESP bzw. DSC schon längst reagiert hätte, kann man hier ein bisschen mehr Spaß in der Kurve haben, wenn man sich das bei diesem Auto eben zutraut. Wenn es aber um das Thema Haftung geht, sollten wir uns auf jeden Fall auch nochmal die Alufelgen von dem Auto anschauen, denn das habe ich vorhin ganz vergessen. Die ist natürlich auch nochmal vom Design her komplett überarbeitet worden. Wir hatten ja bisher das typische Speichendesign in diesem sehr schönen Chrom-Finish. Finde ich richtig schick, die haben mir wirklich gut gefallen. Gibt es jetzt natürlich auch schon wirklich etliche Jahre und es war mal wieder an der Zeit, ein neues Design zu entwerfen. Ich finde persönlich, Mazda ist das wirklich gelungen. Man hat jetzt hier weiterhin so eine Art V-Design, hat das Ganze hier vorne diamantpoliert gemacht und gleichzeitig schwarz. Lässt natürlich jetzt gerade hier auch mit den dunklen Farben vom Fahrzeug hier sehr schön harmonisch das Ganze gestalten. Gefällt mir wirklich gut. Es gibt natürlich auch die Fans von der alten Felge, die passen natürlich weiterhin, könnt ihr auch weiterhin verwenden. Das ist auch das Tolle, dass im Endeffekt die Rad-Reifen-Kombination, da hat sich tatsächlich nichts verändert, könntet ihr von eurem alten MX-5 einfach weiter nutzen. Ich würde vorschlagen, wir springen jetzt direkt mal ins Auto, machen eine kleine Spritztour, nutzen noch das schöne Wetter heute aus und probieren das Ganze auch mal in der Praxis, ob wir irgendwelche Unterschiede zum bisherigen Modell feststellen können. Am besten wir starten gleich mal. Für unsere erste Ausfahrt habe ich mir natürlich gleich mal den großen Motor mit 184 PS geschnappt. Diesmal allerdings als RF und nicht als Softtop, wie ihr es gerade gesehen hattet. Das hat den großen Vorteil, wenn ihr geschlossen fahrt, sieht das Ganze auch so ein bisschen wie so ein Coupé aus. Finde ich auch sehr, sehr schick. Und wenn ihr es öffnet, habt ihr natürlich dann hier auch wirklich größtes Frischluftvergnügen. Allerdings ist nicht das komplette Verdeck offen wie beim Softtop, sondern eben nur hier dieser Bereich über uns. Werdet ihr aber gleich nochmal sehen. Ein weiterer großer Vorteil vom RF ist, dass ihr außen so eine Art richtige Karosseriefläche habt. Das heißt, das Ganze ist wesentlich witterungsresistenter und ich empfehle es eigentlich immer meinen Kunden, die das Auto wirklich permanent außen stehen lassen. Das normale Stoffverdeck ist wirklich sehr robust und ist auch absolut wasserdicht. Allerdings könnt ihr hier natürlich bei der normalen lackierten Oberfläche einfach Verschmutzungen leichter entfernen und daher ist einfach ein bisschen pflegeleichter. Weiterer großer Vorteil ist, dass der RF grundsätzlich ein elektrisches Verdeck hat und das ist natürlich besonders bequem für diejenigen, die vielleicht nicht ganz so beweglich sind. Bei dem Softtop müsst ihr hier diesen Hebel ziehen, das heißt, man braucht hier schon eine gewisse Beweglichkeit. Dann greift dann das Verdeck ein, hakt es hier oben ein. Es geht wirklich blitzschnell, ich sag mal 4-5 Sekunden, wenn man geübt ist. Hier ist es tatsächlich nur ein Tastendruck, das schauen wir uns gleich mal an, wie schnell das geht. Ich aktiviere jetzt hier einfach mal meine Stoppuhr. Ich mache das am besten so, dass ich es sehen kann.
Auf die Plätze, fertig und los. Es wird dann gleich piepsen, dann ist es fertig. So, knappe über 13 Sekunden. Das ist auch ungefähr das, was Mazda angibt. Die sagen so circa 13 Sekunden. Wir testen das Ganze jetzt auch nochmal in die andere Richtung, ob es dann wirklich genauso schnell ist. Stellt euch vor, ihr seid irgendwo an der Ampel, es fängt an zu regnen und ihr wollt schnell zumachen. Probieren wir auch mal aus. Auf die Plätze, fertig, los. Also hier, ich würde sagen, auch genauso schnell zu wie auf. Das ist natürlich auch wirklich eine fantastische Zeit. Die meisten anderen Verdecks der Fahrzeuge brauchen deutlich länger. Und hier kann man auch mal schnell in so einer Ampelphase oder einer Vorfahrtsstraße einfach das Verdeck zu oder aufmachen, wenn sich gerade das Wetter verändert. Wir fahren jetzt allerdings hier auch ein bisschen offen, weil das Wetter passt heute, glaube ich, ganz gut. Und dann legen wir auch gleich mal los. Wir haben uns jetzt hier für die erste Probefahrt mal so ein bisschen verwinkelte Landstraßen rausgesucht. Und das ist eigentlich auch so das Revier, wo sich so ein MX-5 richtig wohlfühlt. Je enger, je verwinkelter, desto schöner ist das Ganze. Ideal natürlich auch irgendwelche Bergstraßen, richtig schöne Serpentinen. Das Auto lässt sich wirklich hier extrem flott und wendig bewegen. Und es macht auch richtig Spaß, da so ein paar Kurven zu fahren. Und wir haben in unserer Gegend tatsächlich auch hier durch das Seengebiet bei uns sehr viel schöne, angenehme Straßen, wo man das Ganze nicht nur eben optisch erleben kann, sondern auch riechen kann. Manchmal sieht man dann irgendwo so einen Bauernhof, den riecht man dann auch direkt mal, ist natürlich ein bisschen anders als beim normalen Pkw. Wir hatten ja vorhin über die Servolenkung gesprochen. Ich selber finde das Fahrverhalten von dem Auto sowieso gigantisch. Ich habe auch privat so ein Fahrzeug zur Verfügung, kann jetzt hier allerdings eben vom Lenkverhalten kaum Unterschiede feststellen, muss aber dazu sagen, dass das eigentlich auch vorher schon wirklich Spitzenklasse war. Das Auto ist extrem direkt, es muss also wirklich absolutes Feintuning gewesen sein. Ich wüsste jetzt nicht genau, wo man das Ganze hier nochmal optimieren hätte können. Man hat ja auch die Lenkunterstützung grundsätzlich ein bisschen erhöht. Ich finde aber persönlich, das ist immer noch extrem direkt. Ich kann da jetzt auch nicht wirklich viel feststellen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuschauer, der tatsächlich eben schon mal mit dem neuen Modell mit Slicks oder Semi-Slicks gefahren ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr da irgendeinen Unterschied feststellen konntet gegenüber dem Vorgängermodell. Würde mich natürlich auch sehr interessieren. Das Thema Sound Enhancer selber beim Fahren fällt relativ wenig auf, was natürlich jetzt auch daran liegt, dass wir gerade offen fahren. Das heißt, hier eher die Geräusche, die von außen eindringen, ein bisschen präsenter sind. Kann ich mir vorstellen, dass das nachher beim geschlossenen Fahren vielleicht noch ein bisschen mehr auffällt. Im Stand hatte ich eben dieses Ansauggeräusch ein bisschen präsenter empfunden. Hier jetzt aber eben beim Fahren kein großer Unterschied. Grundsätzlich ist der 2-Liter-Motor jetzt natürlich kein V8 oder kein V6. Dann müsste man tatsächlich etwas mit der Auspuffanlage nachhelfen. Da hatten wir auch schon einige Videos für euch hochgeladen. Wenn ihr also da noch ein bisschen mehr besseren Klang haben wollt, verlinke ich euch das Ganze mal oben hier im Video. Könnt ihr euch gerne mal anhören und dann klingt so ein MX-5 natürlich auch so, wie er wirklich klingen muss. Ich kann mal so ein bisschen Gas geben. Also grundsätzlich, wir werden nachher, denke ich, auch mal beschleunigen, dann hört man ihn schon noch ein bisschen besser. Aber es ist halt einfach ein reiner 2-Liter-Motor-Sauger, der die diversen Geräuschemissionen, die die EU so vorschreibt, eben einhalten muss. Wir haben bei dem Fahrzeug ja auch eine neue Verkehrszeichenerkennung drin, die hatten wir vorher auch schon. Allerdings gibt es seit Juli diesen Jahres eine neue Vorschrift, dass man eben gewarnt werden muss, wenn ihr zu schnell fahrt. Mazda hat hier allerdings wirklich ein sehr angenehmes System verbaut. Zum einen ist der Warnton recht sympathisch noch, das heißt, man kann das Ganze auch, ich sage jetzt mal, akzeptieren. Ihr hört es gerade. Also das, denke ich, ist okay. Wenn man ein bisschen schneller fährt, hat man eh nicht so viel davon. Zusätzlich hat man jetzt auch in der Anzeige von der Verkehrszeichenerkennung auch gleich das nächste Verkehrszeichen abgebildet, sodass er das Ganze auch ein bisschen, wie soll ich sagen, vorher sich ein bisschen einstellen kann, dass man eben nicht zu schnell fährt. Wir fahren jetzt hier in der 30er-Zone und das Ganze ist auch schon bei einer Überschreitung von 3%, also relativ gering. Von daher ist es auch ganz praktisch, dass Mazda hier eine Stummschaltfunktion integriert hat. Ganz schön hier links am Armaturenbrett einfach draufdrücken und schon sind die nervigsten Warntöne im Auto einfach mal stumm geschaltet. Das heißt Spurhalteassistent, Spurwechselassistent und so weiter. Ganz wichtig, aber die Sicherheitssysteme, die funktionieren weiterhin. Das heißt, ihr werdet hier auch noch optische Meldungen sehen oder im Spiegel beim Spurwechselassistent. Die werden auch die Notbremsung ausführen, aber dieses nervige Gepiepse, das ist im Endeffekt stumm. Nachteil an der Sache, ihr müsst es trotzdem immer wieder neu starten. Das ist gesetzlich leider so, Vorschrift mittlerweile.
Ja, wir beschleunigen jetzt mal so ein bisschen raus und fahren mal zu unserem Spot, wo wir immer die 0 auf 100 km/h Tests machen können. Zum einen will ich mal so ein bisschen hören, wie der Motor klingt, wenn wir ihn ein wenig mal strapazieren. Sage ich jetzt einfach mal, wir werden auch da einen Kreisverkehr finden, um das neue Differential zu testen. Ob ich da irgendwelche Unterschiede zum alten Modell feststellen kann. Und vielleicht drücke ich auch mal aus Versehen auf die Track-Taste, um zu schauen, was passiert, wenn man in so einem Kreisverkehr ein bisschen zu viel Gas gibt. Ich rolle jetzt mal zu unserem klassischen 0 auf 100 km/h Test an. Gleicher Platz wie immer. 6,8 Sekunden ist die Werksangabe, die es zu schlagen gilt. Eite allerdings mit offenem Verdeck und Marcel dabei. Wir schauen mal, ob das klappt. Ich lasse das ESP und Traktionskontrolle also mal an. Und los geht's. Wahnsinn, der Motor hängt wirklich gut am Gas, fast bis in den Drehzahlbegrenzer rein. 7,6 Sekunden. Mensch Marcel, was hast du jetzt heute früh gefrühstückt? Das muss besser gehen. Also komm, das probieren wir nochmal. Vielleicht muss ich wirklich das Traktionssystem ausschalten. Auf jeden Fall. Zweiter Anlauf, ich schalte jetzt mal das Traktionskontrollsystem direkt ab. Und wir fahren wieder an den Stadtplatz. Diesmal muss ich, glaube ich, ein bisschen höher drehen. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, da geht noch ein bisschen was. Der Motor dreht wirklich schön aus. Und Sekunden. Ja, ich würde sagen, das ist doch schon mal ein sehr guter Wert. Nicht ganz Werksangabe, aber 2 Personen, Verdeck ist offen. Was mich mal interessieren würde, ich versuche mal jetzt mit geschlossenem Verdeck zu fahren, ob man da irgendwie einen Unterschied feststellen kann. Ich glaube tatsächlich, dass die Windverwirbelung schon ein bisschen Einfluss haben, aber vermutlich erst bei höheren Geschwindigkeiten. Das probieren wir jetzt einfach nochmal aus. Dritter Anlauf, Verdeck geschlossen. ESP-Traktionskontrollsystem deaktiviert, wie gerade auch. Erwartung wäre jetzt, dass wir ein bisschen besser sind. Gerät ist fertig und Feuer frei. Sekunden, also genau Werksangabe, trotz Marcel. Ja, das ist doch schon ein richtig guter Wert. Mazda hat also hier absolut nicht gelogen. Ich glaube, wenn ich dich rausschmeiße, könnte ich, glaube ich, nochmal so 0,1 Sekunden reinholen, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, eine absolute Punktlandung. Ihr hört jetzt auch gerade mal so ein bisschen die Akustik im geschlossenen Zustand. Da kommt natürlich auch das Aggregat ein bisschen deutlicher zur Geltung. Und ich finde, er hat wirklich einen richtig schönen, kernigen Klang. Fahrzeug selber ist hier ein normaler Sauger. Man merkt das auch in der Leistungsentfaltung. Es ist wirklich extrem linear. Je höher die Drehzahl, desto mehr packt er dann auch tatsächlich an. Und man kann wirklich hier durch diesen extrem kurzen Schaltknauf die Gänge fast schon reinknallen, würde ich sagen. Also es geht wirklich super schnell von Hand. Ich hoffe, ihr konntet es gerade so ein bisschen miterleben, dass es wirklich richtig Spaß macht, hier auch mal ein bisschen sportlicher zu fahren. Und ich war tatsächlich jetzt hier auch vom Drehzahlbereich immer so knapp bei 7000 Umdrehungen, habe dann geschaltet. Der Drehzahlbegrenzer beginnt ungefähr bei 7500, 7600 Umdrehungen. Das Sperrdifferential selber hat jetzt wirklich auch sehr gut gearbeitet. Wir haben ja hier eine Veränderung bei den Nocken, die da eingebaut wurden. Das heißt, beim Anfahren hat man die Sperrwirkung ein wenig reduziert, damit das Auto in Kurven gutmütiger wird. Aber hier konnte es wirklich richtig jetzt auch die Leistung zeigen. Ihr seht ja schon, Werksangabe hat sich auch vom Vorgängermodell zum neuen Modell nicht verändert. Also auf trockener Fahrbahn keinerlei Unterschied feststellbar. Wir versuchen euch jetzt mal noch ein wenig das Thema Sperrdifferential näher zu zeigen, ob man irgendwie auch bei einem Kreisverkehr feststellen kann, dass sich da was verändert hat, und wir werden auch nochmal diesen Track Mode probieren, ob wir da irgendwas feststellen können. Wir fahren jetzt gerade mal auf einen größeren Kreisverkehr drauf zu. Fahrzeug ist jetzt noch mit aktiviertem ESP, also nichts Besonderes eingestellt. Wir schauen uns mal an, wie das Fahrzeug sich jetzt hier auf trockener Fahrbahn verhält, wie gut es sich kontrollieren lässt. Ich beschleunige mal ein bisschen hoch. Jawohl, gebe mal ein bisschen mehr Gas. Jetzt regelt das ESP, also ich bin jetzt voll auf dem Gas, aber das Auto lässt sich wirklich sehr gut steuern. Marcel kommt schon so ein bisschen ins Schwitzen, lässt sehr wenig Übersteuern zu, Vollgas wieder.
Okay, das Ganze probieren wir jetzt mal mit aktivierten Track Mode. Und dann werden wir sicherlich feststellen, dass das Heck sich ein bisschen rausstellen wird. Das gucken wir uns natürlich auch mal an. So, zweiter Anlauf. Diesmal mit aktivierten Track Mode. Ganz einfach auf die Taste drücken. Und ich beschleunige hoch. Ich finde, er untersteuert relativ stark jetzt hier. Ich versuche es mal ein bisschen zu provozieren. Marcel wird schon gleich schlecht. Na, ich kriege ihn nicht zum Übersteuern. Aber man merkt, man muss mehr arbeiten. Wobei das Auto extrem gut liegt, muss man schon wirklich sagen. Also ich glaube, man muss das jetzt wirklich richtig anstellen, damit man was von dem Track-Mode hat. Ich würde sagen, für den Alltag. Ja, nette Spielerei, muss man nicht unbedingt haben, ist aber dabei. Für jemanden, der ab und zu mal, was der schaut da gerade echt lustig, für jemanden, der ab und zu mal irgendwelche Motorveranstaltungen hat oder ein bisschen Spaß auf dem Parkplatz, haben wir sicherlich eine nette Sache. Vom Differential her konnte ich jetzt tatsächlich auch nicht so viel feststellen, außer dass immer Leistung vorhanden ist, wenn man im Kreisverkehr zum Beispiel eben wirklich rausbeschleunigt Gas gibt. Normalerweise würde das Auto ohne das Sperrdifferential im Endeffekt dann innen im Kurveninneren durchdrehen, die Räder. Das haben wir jetzt hier durch dieses Sperrdifferential nicht. Das Auto verhält sich auf jeden Fall extrem gutmütig, finde ich persönlich, auch wenn man es ein bisschen übertreibt. Und besonders bei nasser Fahrbahn oder im Schnee wird natürlich dann auch dieses neue asymmetrische Sperrdifferential seine Vorteile ausspielen können, weil es eben etwas gutmütiger ist als das bisherige, weil es eben nicht ganz so stark die Räder blockiert und dadurch das Auto ein bisschen besser unter Kontrolle bleibt. So, wir sind wieder in der Firma angekommen. Marcel hat sich auch schon von den Strapazen des Kreisverkehrs erholt. Ich hatte heute wirklich meinen Spaß mit dem neuen MX-5 2024. Wenn euch dieses Video übrigens gefallen hat, lasst uns gerne auch einen Daumen nach oben da. Das freut uns immer sehr. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, das ist absolut kostenlos für euch. Drückt ihr die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video für euch hochgeladen haben. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu diesem Modell, packt es wie immer in die Kommentare ein. Wir versuchen dann natürlich so schnell wie möglich zu antworten. Und wenn euch so ein Auto interessiert, kann ich euch nur raten, fragt gerne bei eurem Mazda-Händler nach. Gerade die 184 PS-Versionen sind extrem knapp im Moment. Also da solltet ihr relativ schnell sein und nicht noch bis zum nächsten Jahr warten. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.